Steinschläge gibt es jede Minute hier in der Schweiz irgendwo. Gestern Morgen um 9.30 Uhr lösten sich am Piz Cengalo gewaltige Felsmassen. Felssturz auf der Achsenstrasse. In der Tessiner Gemeinde Brianza sind gestern 300'000 Kubikmeter Stein oben abgedonnert. Wir sind hier, weil der Platz ist gut geeignet, um Steinschlagversuche zu machen. Das ist für alle, die involviert sind, sehr außergewöhnlich, weil so einen Test hat man eigentlich vorher noch nie durchgeführt. Die Sonnenschein wäre etwas einfacher zum Vorbereiten, aber es geht auch bei schlechtem oder nicht so gutem Wetter. Das ist ein Ringnetz, das ist aus einem hochfesten Stahldraht. Da würde jetzt etwa einen 20 Tonnen Brocken heben. Das heisst, man kann eigentlich an einem einzigen Ring gut einen Reisegar aufhängen. Wir haben verschiedene Steingrössen und jetzt können wir bis zu 3,2 Tonnen große Blöcke. Die sind entweder würfelförmig oder wie eine Scheibe. Und dann lassen wir den Stein von dem Auslösepunkt, der ist ca. 100 Höhenmeter weiter oben, lassen wir es hier den Hang abrollen. Und dann nimmt uns eigentlich Wunder, wie die Interaktion ist zwischen Stein und unserer Steinschlagbarriere. Ob es eventuell irgendwelche Schäden gibt und welche Kräfte dann zum Beispiel auftreten. Weil wir hier keine Zufahrtsstraße haben, brauchen wir einen Helikopter. Und darum wird morgen der grösste Transporthelikopter der Schweiz, der ist in Kamhof, kommen. Und der kann dann die 3,2 Tonnen lupfen. Ja, ist früh dran. He? Wir müssen schauen, dass wir in 2 Stunden fertig sind oder parat sind. Nein, unten, von unten. So. Noch ca. 15 Minuten. Es wird langsam stressig. Da alle Helikopter kommen, alle Leute sind irgendwie etwas am aufbauen. Nein, lower! Ja, yeah, sorry. Dadurch, dass man natürlich eben mit einem Helikopter testet, ist man dann auch ziemlich unter Zeitdruck, weil jede Minute kostet. Und so ist auch das Ziel, dass der Helikopter nie Turbinen abstellen muss. Weil jedes Mal, wenn er Turbinen wieder anlassen muss, kostet das schnell mal 700 bis 800 Franken. Der Spot, wo Sie da sind, das ist genug weit weg. Dort seid ihr sicher, dass nichts durchkommt. Wir platzieren zwar hier Kameras, sind aber nachher sicher noch mal 20 bis 30 Meter weiter hinten, wenn wir den Stein auslösen. Antworten? Sehr gut, dann bin ich beruhigt. Danke. Die haben recht unberechenbar, die Steine. Und vor allem die Räder, also die so scheibenförmig sind, die tun am Anfang wie so undefiniert runterpurzeln. Und dann irgendwann stellen sie sich auf und halt genau in dem Moment ist die Frage, wie das dann ausgerichtet ist. Und je nachdem kann er dann schon ein bisschen eine Kurve einschlagen. Also wir nehmen eine große Heli jetzt an. Du musst sagen, wenn du bereit bist, dass wir den Stein stellen. Antworten? Verstanden. Ihr könnt den ersten Stein rauffliegen. Cameras on! Andreas also ready. We can start. In 3, 2, 1, go! Der kommt schnell. Jetzt. Oh no! Oh dear. Already hit the fire. Und dann für Andreas mit der Maschine am Zwischentreffen musst du jetzt sagen, ob Wir passen, wenn wir 10 Minuten Zeit hätten, um hier ein bisschen aufzuräumen. Aber nachher machen wir genau gleich nach Plan weiter. So beim ersten Schuss einen Stützentreffer, wenn man es wollte, hätte man ihn sicher nicht getroffen. Das passiert in der Natur, wie man jetzt hier sieht, ist ja grundsätzlich kein Problem. Das Einzige, was ist, dass jetzt eigentlich die Höhe der Barriere ist jetzt weniger. Das heisst, wenn jetzt ein Stein besonders hoch springen, dann würde er vielleicht über die Barriere mögen. ihr könnt nachher antworten. Genau, wir können mit dem zweiten Lauf weitermachen. Andreas and Miguel ready. Oh. Oh no. Oh.
erste Mal weltweit, wo wir 3,2 Tonnen schwere Scheiben von einem Helikopter ausgelöst hat. Das ist auch etwas, was uns Wunder nimmt, ob eine Scheibe das Netz stärker belastet tut. Vor allem, weil man schon Fälle im Feld, wo ganz scharfe, so plattige Steine zum Teil Netz durchtrennt haben. The video marked that one ring of the seam is broken, on top. Miguel and Andreas ready. Anderen von Andreas antworten. Nach mir könnte man jetzt gut aufhören. Das war Test Nummer 10. Eigentlich haben wir alles, was wir wollen, haben wir getestet. Jetzt viel Büroarbeit, um alles auszuwerten, alle Videos, alle die Kraftmessungen. Jetzt im Moment kann man noch nicht viel sagen. Nein. Es hat sich gezeigt, dass das System eigentlich locker auch ein dreifach so grosser Stein, also da können einen 9,6 Tonnen Stein locker aufnehmen und das sogar mehrmals, also sicher 5-mal. Wir haben mit diesen Tests können beweisen, dass unser System auch in allen Randbereichen, sei es jetzt bei der Stütze, beim Stützenfuß, Stützenkopf im Randfeld, einen sehr grossen Block, eben einen 10-Tonnen-Block aufnehmen und nicht wie früher, wo man eigentlich eine Barriere hatte, die nur genau in einem Bereich, und das ist vor allem in der Mitte von einem Feld, können die 10 Tonnen stoppen. Und dem bringt es eigentlich nichts. Man hat zwar ein System, das am perfekten Ort den 10 Tonnen Stein aufheben kann, aber wenn halt an einem dummen Ort ein 1 Tonnen Stein durchgeht, dann ist unten dran Katastrophe, je nachdem genau gleich groß. Stützentreffer ist immer eine grosse Diskussion. Es ist jetzt sicher das erste Mal, wo man so 1:1 beweisen kann, wenn ein Stein wirklich im Feld raus in so eine Stütze rollt, dass das überhaupt kein Problem ist. Die sind jetzt schon installiert worden, teilweise jetzt in Österreich. Das war jetzt ein Projekt von der ÖBB, also eine Eisenbahn, entlang von einer Eisenbahnlinie. Und es ist auch geplant, dass nächstes Jahr in der Ostschweiz eine erste so eine neue Barriere vom neuen Typ installiert wird. Man hat jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass durch Klimaerwärmung die Anzahl Steinschläge und allgemein Naturgefahren zunehmen. Und der Grund ist eben, es gibt mehr Starkniederschläge, wir haben eine trockenere Periode. Das heisst, der Bedarf nach Schutzsystemen zum Infrastruktur wie Strassen, Gebäude oder auch Wanderwege schützen, wird sicher in den nächsten Jahren mit der Klimaerwärmung noch zunehmen.